Die Sonne ging gerade über den belebten Straßen von Gujarat in Indien auf, als Rajesh seinen kleinen Gewürzladen öffnete. Die Luft war bereits erfüllt von den berauschenden Aromen von Kreuzkümmel, Kardamom und Kurkuma. Wie jeden Morgen fegte er den Bürgersteig vor seinem Geschäft und grüßte seine Nachbarn freundlich mit einem Kopfnicken. Plötzlich erregte ein ungewöhnliches Geräusch seine Aufmerksamkeit. Mitten im morgendlichen Trubel war ein schwaches, aber deutliches Miauen zu hören. Neugierig suchte Rajesh die Umgebung ab und suchte nach der Quelle dieses Hilferufs. Sein Blick blieb an einem eisernen Fenster im ersten Stock des Nachbargebäudes hängen. Rajeshs Herz setzte einen Schlag aus, als er eine kleine Katze bemerkte, die zwischen den Gitterstäben des Fensters feststeckte. Die arme Kreatur kämpfte verzweifelt, unfähig, sich zu befreien. Ihre grünen Augen, weit aufgerissen vor Angst, schienen um Hilfe zu flehen. Ohne zu zögern schloss Rajesh sein Geschäft und eilte zu dem Gebäude. Er stürmte die Treppen hinauf, außer Atem, geleitet von den immer schwächer werdenden Miauzen. Vor dem Fenster angekommen, erkannte er das Ausmaß des Problems. Die Katze steckte in einem so engen Raum fest, dass sie weder vorwärts noch rückwärts konnte. Rajesh versuchte, das verängstigte Tier zu beruhigen, sprach sanft mit ihm und dachte dabei über eine Lösung nach. Er wusste, dass er die Katze nicht allein befreien konnte, ohne sie weiter zu verletzen. Die Situation erforderte professionelles Eingreifen. Mit zitternder Hand holte er sein Telefon heraus und wählte die Nummer der Rescue Foundation Gujarat, einer lokalen Organisation, die sich dem Tierschutz widmet. Die beruhigende Stimme der Operatorin am anderen Ende der Leitung versprach ihm, dass ein Team in kürzester Zeit eintreffen würde. Die folgenden Minuten schienen Rajesh unendlich lang. Er blieb bei der Katze, flüsterte ihr beruhigende Worte zu und bewunderte dabei trotz allem den Mut dieses kleinen Wesens angesichts der Widrigkeiten. Die erschöpfte Katze hatte aufgehört, sich zu wehren, aber ihre Augen blieben auf Rajesh gerichtet, als ob sie verstand, dass Hilfe unterwegs war. Endlich kündigte das Geräusch einer Sirene die Ankunft der Retter an. 3 Männer in Uniform stiegen schnell die Treppe hinauf, ausgerüstet mit Spezialwerkzeugen. Ihr Anführer, ein Mann in den 50ern mit einem freundlichen Gesicht, untersuchte die Situation mit einer Professionalität, die Rajesh sofort beruhigte. »Keine Sorge«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Wir haben ähnliche Fälle schon erlebt. Die Sicherheit der Katze steht an erster Stelle, aber auch unsere eigene.« Das Team brauchte ein paar Minuten, um die Struktur des Fensters und die Position der Katze zu untersuchen. Sie besprachen sich leise und wägen die verschiedenen Möglichkeiten ab. Rajesh, beeindruckt von ihrer Methodik, verstand, dass jede Rettung einzigartig war und einen maßgeschneiderten Ansatz erforderte. Nachdem sie sich auf einen Aktionsplan geeinigt hatten, begannen die Retter mit der Arbeit. Mit chirurgischer Präzision begannen sie, einen Teil des eisernen Gitters zu schneiden. Das Geräusch der elektrischen Säge erschreckte die Katze, aber einer der Retter beruhigte sie mit sanften Worten. Jede Minute schien eine Ewigkeit zu dauern. Rajesh hielt den Atem an und betete im Stillen für das Gelingen der Operation. Nach und nach löste sich das Gitter, wodurch genug Platz entstand, um die Katze sicher zu befreien. Mit unendlich sanften Bewegungen griff der Anführer des Teams nach der Katze. Das Tier war zu müde, um Widerstand zu leisten, und ließ es geschehen. Ein kollektives Aufatmen ging durch die Menge, als die Katze endlich aus ihrem metallischen Gefängnis befreit wurde. Die Retter untersuchten die Katze schnell. Abgesehen von ein paar oberflächlichen Kratzern und einem Zustand der Dehydrierung schien sie in guter Verfassung zu sein. »Sie ist gerade noch einmal davongekommen«, erklärte einer der Männer Rajesh. »Ein paar Stunden mehr und die Situation hätte viel schlimmer sein können.« Rajesh fühlte eine Welle von Emotionen über sich kommen. Er erkannte, dass sein Eingreifen wahrscheinlich das Leben dieses kleinen Wesens gerettet hatte. Die Katze,
die jetzt sicher in den Armen eines Retters war, blickte ihn mit Augen an, die unendliche Dankbarkeit auszudrücken schienen. Das Rettungsteam, sichtlich bewegt von dieser Szene, nahm sich einen Moment Zeit, um Rajesh für seine Reaktionsfähigkeit und sein Mitgefühl zu loben. »Dank Bürgern wie Ihnen können wir unsere Arbeit machen«, sagte der Anführer mit einem warmen Lächeln. »Sie haben heute große Menschlichkeit gezeigt.« Als sich die Retter darauf vorbereiteten, mit der Katze zu gehen, um ihr weitere Pflege zukommen zu lassen, kam Rajesh eine plötzliche Idee. Er fragte, ob es möglich wäre, die Katze zu adoptieren, sobald sie sich vollständig erholt hatte. Das Team, erfreut über diesen Vorschlag, stimmte begeistert zu. In den folgenden Tagen besuchte Rajesh regelmäßig das Tierheim, um die Katze zu sehen. Er nannte sie Miracle, in Anlehnung an ihr unglaubliches Überleben. Allmählich entwickelte sich eine Vertrauensbeziehung zwischen dem Mann und dem Tier. 2 Wochen später betrat Miracle triumphierend Rajeshs kleinen Gewürzladen. Die Katze gewöhnte sich schnell an ihr neues Leben und wurde bald zum geliebten Maskottchen des Viertels. Die Kunden hielten oft an, um sie zu streicheln und die außergewöhnliche Geschichte ihrer Rettung zu hören. Diese Erfahrung veränderte Rajesh tiefgreifend. Er wurde ein leidenschaftlicher Verfechter der Tierrechte, ermutigte seine Nachbarn und Kunden, auf in Not geratene Tiere zu achten und nicht zu zögern, Hilfe zu rufen. Er organisierte sogar Spendenaktionen, um die Rescue Foundation Gujarat zu unterstützen. Die Geschichte von Miracle verbreitete sich in der Stadt und inspirierte andere dazu, mit Mitgefühl gegenüber Tieren zu handeln. Sie wurde zu einem Symbol der Hoffnung und Solidarität, das alle daran erinnerte, dass jedes Leben, so klein es auch sein mag, es wert ist, gerettet zu werden. Als Rajesh in seinem Geschäft saß und Miracle auf seinem Schoß schnurrte, erkannte er, dass er an diesem Tag nicht nur eine Katze gerettet hatte. Er hatte eine neue Mission in seinem Leben entdeckt. Eine Mission, die seinem Dasein eine tiefere Bedeutung gab. Diese Geschichte erinnert uns daran, dass Mitgefühl und Handeln Leben verändern können, sei es menschliches oder tierisches. Sie fordert uns auf, wachsam zu bleiben und zu handeln, wenn wir Zeugen von Notlagen werden. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, zögere nicht, sie mit anderen zu teilen. Abonniere für mehr inspirierende Geschichten über die Rettung von Tieren. Drücke auf Gefällt mir, wenn dich diese Geschichte bewegt hat. Und vor allem, äußere deine Meinung in den Kommentaren. Warst du schon einmal Zeuge oder Teil einer Tierrettung? Was sind deine Erfahrungen mit Tierschutzorganisationen? Deine Stimme zählt und gemeinsam können wir einen Unterschied für unsere vierbeinigen Freunde machen.